Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Porphyry und hier dreht sich alles rund um die Welt der Nischendüfte. Ich freue mich schon riesig auf dieses Video, denn ich habe euch eine neue tolle Marke mit dabei. Insgesamt 9 Düfte der wunderschönen Marke Carner Barcelona. Und ich sag mal eins, es wird ein wilder Ritt durch ganz unterschiedliche Duftrichtungen und ich bin mir sicher, dass bei den 9 Düften auf jeden Fall auch für dich der passende Duft mit dabei ist. Mich persönlich hat die Marke wirklich im ersten Riechen absolut überzeugt. Die Düfte sind wahnsinnig schön aufeinander abgestimmt und schön komponiert. Die Düfte sollen quasi den mediterranen Lifestyle in Barcelona repräsentieren, die Vitalität, die dort herrscht, dieses Lockere, dieser Vibe, dieser mediterrane Vibe eben. Und ich finde, das gelingt den Düften richtig gut. Die Marke wurde von 2 Geschwistern gegründet, die eben mit den Düften ihre Liebe zu Barcelona ausdrücken wollen. Und ich muss sagen, ja, mich haben sie auf jeden Fall mit dem Hype angesteckt. Wunderschön. Tatsächlich, ganz kurz zu den Flakons. Die sind ja relativ minimalistisch gehalten. Wir haben hier so ein paar Flakons, die noch eine Farbe haben und so richtig poppig, peppig aussehen. Ansonsten sind die schon sehr, sehr minimalistisch gehalten. Und was charakteristisch ist, ist auf jeden Fall dieser Holzdeckel, der bei jedem der Düfte mit drauf ist. Denn Holz soll auch ein Hauptbestandteil in allen Düften sein, was irgendwie auch für Spanien stehen soll, laut der Gründer der Marke. Insofern haben wir hier auf jeden Fall als Deckel ein wunderschönes Naturprodukt und ich würde sagen, genug der langen Vorrede, wir starten direkt mit dem ersten Duft. Da nehme ich ihn wieder in die Hand. Der gehört in die Summer Journey Collection, könnte also vielleicht noch ein Duft sein für dieses Jahr und der heißt Sal y Limon, also Salz und Zitrone oder Limone und ich muss sagen, ja, das drückt den Duft richtig gut aus. Oh, der startet so schön zitrisch. Aber auch ein bisschen bitter. Wir haben hier Limette, wir haben Bergamotte mit drin. Das ist auch das, was da am Anfang richtig gut rauskommt. Aber wir haben sofort so eine schöne schwarze Johannisbeere mit drin. Ich muss sagen, die riecht man jetzt nicht solo mega raus, das nicht. Die gibt aber eine schöne, fruchtige Säure mit rein. Ja, und eine kleine Süße auch. Das kommt bestimmt auch durch die Jasmin und die Orangenblüte, die wir drin haben. Macht den Duft so ein bisschen voller, richtig cool, toller Vibe, total erfrischend. Das ist so richtig saftig, also mir läuft da richtig das Wasser im Mund zusammen. Das ist ein richtig cooler Duft, gerade auch für die heißen Sommermonate. Ja, richtig schön, sehr, sehr erfrischend und ich muss sagen, für so einen zitrischen Duft hat er wirklich eine richtig gute Haltbarkeit. Also ich finde gerade so rein zitrische Düfte, die sind so nach 2 Stunden eher nicht mehr so wahrnehmbar. Der Duft nicht. Ist nicht so, dass das jetzt der High-Performer ist. Also will da jetzt keine falschen Hoffnungen machen. Er hat aber wirklich eine durchschnittliche Haltbarkeit und das finde ich gerade für so einen zitrisch-frischen Duft richtig cool. Wir bekommen im ersten Riechen auch so ein bisschen einen frischen, aquatischen Vibe mit rein. Wir bekommen leichte Salzakkorde mit rein, ohne dass es zu meerig riecht. Das nicht, aber man kriegt diese Salzakkorde da auf jeden Fall schon mit rein. Er bekommt auch im Verlauf so einen leicht seifig sauberen Charakter für mich. Wunderschön, vielleicht auch durch die weißen Blüten und aber auch den Moschus, der mit drin ist. Wunderbarer Unisex-Duft, also kann von Männern als auch von Frauen tipptopp getragen werden. Sehe ich überhaupt keine Einschränkung. Richtig cooler Duft. In der gleichen Kollektion ist auch der zweite Duft und der heißt Tennis Club. Richtig cool und was ich so schön daran finde, ist, dass es ja so sprechende Namen sind von diesen Parfums. Und der Duft soll eben tatsächlich einen Tennisplatz repräsentieren, der nahe am Meer gelegen ist und soll eben dieses Zusammenspiel aus diesen grünen Noten, diesem leicht aquatischen und dieser Meeresbrise widerspiegeln. Ziemlich cool und, ich kann schon mal sagen, ziemlich gut auch gelungen tatsächlich. Der startet schon ein bisschen intensiver als der Sal y Limon, obwohl er auch einen frischen, leicht aquatischen, leicht mediterranen Charakter auf jeden Fall hat. Er ist ja auch aus der gleichen Kollektion, von dem er auch definitiv ein Duft, der super in die wärmeren Jahreszeiten mit reinpasst. Wir haben also einen frisch-zitrischen Start, auch mit leichten herben Noten mit drin. Wir haben hier nämlich auch Petitgrain und Blutorange mit drin. Gibt natürlich dieses leicht bittere, trotzdem fruchtig-saure Frische nochmal mit rein. Und im Verlauf kommen eben auch so maritime Noten. Das ist halt der Tennisplatz, umgeben von Pinien, in der Nähe des Meeres, wo immer so eine leichte Meeresbrise mit reinkommt. Und das riecht man in dem Duft definitiv nochmal mit raus. Wir bekommen aber auch leicht florale Noten. Für mich deswegen auch so ein leicht sauberer Charakter. Neroli und Orangenblüte auch hier mit am Start. Und was schön ist, im Drydown kommen eben leicht holzige Noten nochmal mit rein.
Also ich muss sagen, der erste Duft, der Salut Limon, der ist natürlich so wirklich Bergamotte, Zitrone, Freshy pur mit leichten Salzakkorden. Und hier haben wir eben bei dem Tennis Club diese leicht grünen Noten nochmal mit drin. Für mich auch ein umwerfender Unisex-Duft für die wärmeren Jahreszeiten. Ein Duft, wo du dich auch den ganzen Tag richtig, richtig gut gepflegt und frisch fühlst. Und der von Sillage und Haltbarkeit auch wirklich in einem super Mittelfeld liegt. Wir kommen zu unseren 2 blauen Düften. Die sind nämlich Teil der Dream Collection. Und der erste Duft, den ich dabei habe, ist der Marbella. Und tatsächlich ist der Duft auch der Stadt Marbella gewidmet. Ein wunderschön blumig frischer Duft. Wenn du jetzt als Mann zuschaust und denkst, ich spule mal weiter, so ein blumiger Duft für Frauen. Nein, auch hier, das ist wirklich ein wunderschöner Unisex-Duft. Ich finde, die Marke hat es übrigens wirklich bei jedem Duft geschafft, einen wunderschönen Unisex-Duft draus zu machen. Ich sehe bei keinem der Düfte hier eine Einschränkung, was das Geschlecht angeht. Mega. Aber lasst uns mal an dem Marbella riechen. Der startet so schön fruchtig frisch. Und auch hier, wir haben am Anfang was fruchtig Leichtes. Und was richtig schön rauskommt, ist eine schwarze Johannisbeere. Ich kenne fast keinen Duft, bei dem die schwarze Johannisbeere kurzzeitig so isoliert und so gut wahrnehmbar ist wie bei dem Marbella. Ich finde es so schön. Und die ist natürlich fruchtig, süß, ist aber auch ein bisschen zitrisch, lockert das Ganze so ein bisschen auf. Also es ist wirklich ein richtig cooler Start. Im Verlauf haben wir definitiv Blumen. Wir haben hier eine schöne Rose mit drin, ohne dass es zu intensiv wird. Die Kombination aus dieser Rose, aus dieser schwarzen Johannisbeere und dann dem grünen Tee. Der grüne Tee, der gibt so ein bisschen was Herbes nochmal mit rein, fängt die ganze Komposition auch ein, dass sie nicht zu extrem wird und ich finde, richtig coole Kombination. Wir haben im Körper auf jeden Fall eine schöne Rose und eine schöne Jasmin, die aber eben gezäumt werden durch den grünen Tee. Tolle Kombination und was im Verlauf nochmal mit rauskommt, ist ein richtig saftiger Pfirsich. Richtig schön, bleibt eben fruchtig, bleibt so ein bisschen spritzig dadurch und das ist auch wirklich ein richtig cooler Unisex-Duft. Ein Duft, den ich wirklich überall hintragen würde. Perfekter Alltagsduft, ich würde den auch ins Büro tragen. Jetzt so ein süßer Weggehduft, der richtig intensiv ist, den haben wir bisher nicht gerochen. Kleiner Spoiler, kommt aber noch. Es sind auf jeden Fall alles 3 Düfte, der Salut Limon, der Tennis Club, der Marbella, die perfekt in deinen Alltag passen. Auch hier richtig cooler Unisex-Duft. Der nächste Duft aus der Dream Collection ist der, und ich hoffe, ich spreche es richtig raus, Locomorie. Locomorie, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall auch ein schöner Duft, der nicht diese blumigen Nuancen mit drin hat, sondern auch eben was schön Fruchtiges auf jeden Fall. Und aber tendenziell wirklich richtig süß ist, weil wir wunderschöne Beeren mit drin haben. Aber lasst uns mal riechen. Der startet zitrisch, aber schon süß. Wir haben am Anfang Grapefruit, Bergamotte. Und was aber ganz besonders in diesem Duft ist, finde ich, ist dieses Zitronengras, was da mit drin ist. Das gibt eine ganz tolle Duftnote mit rein und ich habe die ganze Zeit überlegt, an was mich dieser Duft erinnert. Im Verlauf kommen da nämlich schon intensive, richtig süße Beeren mit raus. Für mich hat der einen ganz leicht synthetischen Touch. Das erinnert mich wie an so Katjes Kaubonbons ein bisschen oder so diese Fruchtgummis, die es da gibt. Oder, mir fällt gerade noch was anderes ein, wie an so eine hausgemachte Limonade, wo eben Beeren mit drin sind, wo so aber auch Sirup mit drin ist. Schön prickelnd mit Kohlensäure und dann Zitronengras mit drin. Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Der ist nämlich schon süß, der ist aber auch erfrischend. Ganz tolle Kombination. Auch hier schöner Alltagsduft. Der begleitet dich wirklich den ganzen Tag, lässt dich total frisch fühlen. Schön, aber natürlich süßer als das, was wir davor gerochen haben. Wir haben auf jeden Fall auch leicht florale Noten mit drin. Eine schöne Rose, aber nicht in purer Form. Das heißt, die knallt in diesen Duft nicht rein, sondern es ist Rosenwasser. Und das unterstützt auch diese Limonade, die ich gerade beschrieben habe. Das ist halt alles so mit einem frischen Touch. Deswegen, wir haben hier Rosenwasser und was Besonderes ist bei dem Duft. Im Verlauf bekommt er für mich so einen leicht erdigen Touch, aber nur ein bisschen.
Dieses süße, beerige bleibt auf jeden Fall im Fokus, aber wir bekommen eben was leicht Geerdetes nochmal mit rein. Vielleicht durch den Patchouli, ich weiß es nicht, ist aber auf jeden Fall eine richtig coole Kombination. Wir kommen zur Mediterranen Collection und zwar habe ich da den Salado dabei. Hier mal nicht in so einem peppigen Farbton gehalten, sondern schön in weiß und eben mit blauen Akzenten. Und ja, ich muss sagen, das passt perfekt zu diesem Duft, denn der soll eben diese mediterranen Vibes mitgeben. Und ich sag mal so viel wie Gurkenwasser. Lasst uns aber mal dran riechen, ich will nicht zu viel verraten. Der startet schon so schön frisch. Frisch, grün und im ersten Riechen gurkig. Also das ist ein richtig cooler Duft. Wenn ich an einer Gurkenmaske rieche oder an einer sehr, sehr frischen, geschnittenen Gurke, die schön saftig ist, das ist dieser Duft. Der startet zwar im ersten Riechen schon so zitrisch, ein bisschen herb, grün. Wir haben ja auch Petit Grain mit drin. Gibt dem Ganzen so einen gewissen herben Charakter mit rein. Aber ganz, ganz schnell riecht man eben so eine schöne frische Gurke mit raus und die hält sich auch. Also die ist nicht nur im ersten Riechen da, sondern eben auch, wenn der Duft sich weiterentwickelt. Richtig cool, sehr, sehr erfrischend, hat auf jeden Fall Meeresvibes. Ich finde, das erinnert so ein bisschen, wie wenn du aus dem Meer rauskommst, du hast irgendwie Salz noch auf der Haut, du trocknest gerade in der Sonne, hast du diese Meerakkorde und zwar nicht muffig-algig, das nicht, sondern eher eben frisch, gurkig, salzig, richtig cool. Wir bekommen dann fast schon so liebliche, florale Noten nochmal mit rein in diesen Duft. Er wird auch so ein bisschen cremiger, vollmundiger, ohne dass er an Frische einbüßt. Wir haben hier aber auch einen wunderschönen Moschus mit drin. Und was auch toll ist, wir haben hier Holz auch nochmal mit drin. Das ist wirklich eine tolle Basis, die da geschaffen wird. Und ich finde, das sind auch so Assoziationen. Da muss ich einfach am Meer denken. Ist ein absoluter Urlaubsduft für mich, gute Laune-Duft für mich, ein richtig, richtig heller, schöner Duft. Ich muss da so an weiße Vorhänge denken, die eben so in dem Meeresrauschen mitschwimmen. Also ist wirklich ein ganz, ganz toller, feiner Unisex-Duft. Auch hier definitiv nicht irgendwie geschlechtermäßig zuzuschreiben, sondern wirklich für jeder Mann und jeder Frau richtig gut zu tragen. So, aufgepasst, wir kommen zu einem komplett anderen Duft, der komplett aus dem Raster fällt, aus dem, was wir bisher gerochen haben. Und zwar ist das der Palo Santo. Heißt übersetzt heiliges Holz und ihr könnt euch vorstellen, welche Note in diesem Duft der Star ist. Natürlich das Holz. Es ist aber ein raffiniert komponierter Duft und ich muss sagen, das ist einer von diesen Düften, den ich wahnsinnig gerne rieche. Und mein Partner hat den jetzt ein paar Mal getragen und wirklich, ich laufe da sehr gerne in dem Duftnebel hinter ihm her, weil das ein so schöner, sexy, anziehender, wunderschöner, edler Gourmand für mich schon fast ist. Oder was heißt schon fast? Es ist ein Gourmand-Duft für mich. Richtig geiler Duft und der hat eine ordentliche Intensität auf jeden Fall. Das riecht so lecker, ich kann es euch gar nicht sagen. Da will man reinbeißen. Ich muss da wirklich irgendwie auch so an ein bisschen karamellisiertes Toffee denken. Also ist einfach mega geil. Wir haben hier im ersten Riechen eine schöne Rumnote. Wir haben was schön alkoholisches, süßes, für mich karamellisiertes. Wir haben hier was wunderschön milchiges auch mit drin. Gibt so einen schönen, leicht cremigen Charakter für mich rein in diesen Duft und der ist schon sexy, also mit dem fällst du definitiv auf. Wir haben also dieses cremige, vollmundige mit Milch und Rum, mit diesem Toffee-artigen für mich schon fast. Und dann haben wir wirklich eine tolle Kombination bzw. Gegensatz mit schönen, holzigen Noten, leicht rauchig. Das ist ein ganz, ganz wundervolles Zusammenspiel. Auch hier toll von Männern und von Frauen gleichermaßen zu tragen. Ich würde den genauso gut und gerne tragen, aber eher in den kälteren Jahreszeiten. Also alle Düfte, die wir jetzt so gerochen haben, sind ja eher so Frühling, Sommer, vielleicht noch Herbst. Den Palo Santo kannst du perfekt im Herbst oder auch im Winter tragen. Der ist schon intensiv. Der hat eine ordentliche Sillage, der hat eine ordentliche Haltbarkeit. Ziemlich geiler Duft. Ich kann es gar nicht anders sagen, aber einer von meinen Lieblingen tatsächlich, was von Carner hier die Düfte angeht. Wir kommen zu dem Duft aus der Love Collection. Der hat den wunderschönen, rassigen Namen Latin Lover.
Und ich muss gerade echt lachen, weil ich weiß nicht, was du dir unter dem Duft Latin Lover vorstellst mit so einem Namen. Ich habe mir da vorgestellt, na, das ist so ein rassiger Duft, irgendwie, der auch zu einem Mann passt, der irgendwie gegelte Haare hat, einen Anzug, eben so ein Aufreißertyp oder auch zu einer Frau, die ein schönes schwarzes Kleid anhat und so weiter. Und ja, kann man das so schon tragen, aber ich habe einfach mit was ganz anderem gerechnet. Aber lasst uns mal riechen. Der startet richtig süß, blumig. Und ja, er ist schon ein bisschen sexy, aber er hat für mich eher so was Verspieltes, was Elegantes, was Süßes, was schon fast so ein bisschen Mädchenhaftes tatsächlich. Wenn ich zu einem Duft sagen müsste, dass er eher in eine feminine Richtung geht, dann wäre es wahrscheinlich der Latin Lover. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist der letzte Duft, bei dem ich damit gerechnet hätte, ganz ehrlich. Also ja, manchmal lasse ich mich von dem Namen schon sehr, sehr täuschen. Nichtsdestotrotz, es ist ein wunderschöner Duft, der aber auf jeden Fall eine ordentliche Portion an Blüten mit drin hat. Wir haben hier wirklich ganz, ganz unterschiedliche Blumen mit drin. Wir haben zum Beispiel Ylang-Ylang, Magnolie, hier eine wunderschöne Jasmin nochmal oder auch Maiglöckchen. Das heißt, es ist schon wirklich ein Potpourri an eben wunderschönen Blüten, die aber im Verlauf so ein bisschen den cremigen Touch auf jeden Fall bekommen. Wir haben hier nämlich auch einen tollen Moschus mit drin. Macht das Ganze so ein bisschen cremig, legt sich schön auf die Haut. Ein Duft, der auch super für den Alltag geeignet ist. Eben eher einen leicht femininen Touch mit hat, der auch in die etwas wärmeren Jahreszeiten perfekt passt. Wobei ich sagen würde, du kannst den im Frühling und im Herbst genauso gut tragen wie auch im Sommer. Easy zu tragen, dieser Latin Lover, der in meiner Vorstellung kein Latin Lover ist. Wenn du jetzt die ganze Zeit darauf gewartet hast, dass wir endlich diese zwei schwarzen, schönen Schätzchen anschauen, jetzt ist es soweit. Und zwar aus der History Collection haben wir einmal den Botafumero und ich habe mich mal, Botafumero, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe mich mal schlau gemacht, was da dahinter steckt. Und zwar ist ein Botafumero ein Weihrauchgefäß in einer der Kathedralen in Spanien. Und jetzt kannst du dir vielleicht auch denken, was hier die Hauptzutat in diesem Duft ist. Ja, es ist der Weihrauch. Ein wunderschöner Duft allerdings, der einfach ganz toll würzig mit Muskat und auch mit Pfeffer startet und schon im ersten Riechen aber eben was leicht Harziges, aber auch Rauchiges mit drin hat. Und bei dem Duft, finde ich, ist eine Besonderheit wirklich hervorzuheben. Ich finde, Weihrauchdüfte haben oft so einen sehr, sehr dunklen Touch. Der ist zwar schon auch so sexy, ein bisschen verführerisch und so weiter und trotzdem verliert er nie diesen hellen Vibe. Also ich finde, das ist ein heller Weihrauchduft. Hört sich auch irgendwie komisch an, aber finde ich tatsächlich, der für Männer als auch für Frauen richtig gut geeignet ist. Wir haben hier nämlich einen leicht hellen Vibe mit einer Fräsie, mit Zistrose, der auch mit drin ist. Das heißt, der Körper von diesem Duft, der lässt auch eben so hellere, leichtere Nuancen nochmal zu. Und das ist wirklich eine tolle Kombination aus diesem rauchigen, aus diesem schon helleren, fast schon süßen und dann mit einer wunderschönen Portion Moschus, die das einfach unterlegt. Ein richtig cooler Duft, der aber einfach Sexappeal hat und der deswegen schon für mich auch so eher in die etwas kälteren Jahreszeiten passt. Also Herbst, Winter, Frühling, Sommer, weiß ich jetzt nicht, wäre mir persönlich ein bisschen zu rauchig. Nichtsdestotrotz ist das wirklich ein für mich auch sehr eleganter Duft. Schön zu riechen und reißt für mich auch so ein bisschen aus der Reihe raus. Klar, der Palo Santo hatte eben auch dieses wunderschön milchige, harzige, Toffee-artige. Der ist aber schon noch einfach ein bisschen weihrauchiger. Und Weihrauch ist ein super gutes Stichwort bei dem nächsten Duft. Der heißt Black Calamus und das ist schon wirklich ein, ja, richtig cooler Duft. Sexy, extravagant und müsste ich mich jetzt entscheiden für einen Duft, wo ich sage, der so ein bisschen maskulinere Vibes hat, dann wäre es definitiv der Black Calamus, was aber nicht heißt, dass der nicht auch von Frauen getragen werden kann. Er ist aber halt einfach so ein bisschen schwerer und das ist auch der Duft aus der ganzen Reihe, der am meisten dieses Orientalische mit drin hat, denn wir haben hier auch eine ordentliche Portion Oud mit drin. Der startet aber schön würzig mit Pfeffer. Wir haben Koriandersamen mit drin, wir haben so einen ganz leicht grünen Touch für mich auch am Anfang, eben mit diesem Calamus, der drin ist. Toller Start. Koriander stört mich hier gar nicht, ich bin gar kein Koriander-Fan, also ich esse Koriander auch nicht. Finde ich hier aber sehr stimmig und wir kriegen eben schnell
so was leicht Rauchiges auch mit rein, nicht kratzig in der Nase. Ich finde wirklich, das Rauchige hier ist sehr, sehr sanft, sehr, sehr rund, sehr, sehr schön abgestimmt. Und was halt auch schnell reinkommt, ist eben dieses Oud. Ja, Oud, weihrauchig, aber sehr sanft. Und was auch noch diesen orientalischen Touch auf jeden Fall verstärkt, ist eben eine schöne Rose, die da mit drinnen ist, die aber jetzt nicht extrem im Vordergrund steht. Schöner Duft, eben wegen der Intensität, die wirklich überdurchschnittlich ist, und die Sillage auch eher für die kälteren Jahreszeiten. Herbst und Winter, da passt der perfekt hin. Also ihr könnt euch wirklich drauf freuen, wenn es jetzt ein bisschen kälter wird. Ich freue mich auf jeden Fall, weil man dann wieder komplett andere Düfte tragen kann. Und für mich, der Palo Santo ist auf jeden Fall gesetzt. Da freue ich mich richtig drauf, den regelmäßig tragen zu können. Du siehst, Kana hat wahnsinnig viel zu bieten. Es sind so viele unterschiedliche Düfte. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob du von den Düften schon was ausprobiert hast oder ob dich eine interessiert. Ich freue mich total, mit dir in Austausch zu kommen. Wenn du den Channel noch nicht abonniert hast, hol das am besten gleich nach, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du wieder mit dabei bist. Ciao, ciao!